Eigentlich wollte ich nicht einkochen. Bei meiner Vorabrecherche im Internet hatte ich nur lückenhafte Informationen vorgefunden. Auch widersprüchliche Aussagen. Am Ende hatte ich fast schon mehr offene Fragen als vorher. Aber irgendwas musste ich mit meinem Gemüse machen. Und vielleicht ist Einkochen einfach dieser Prozess, den man einmal erlebt haben muss, um ihn zu verstehen, habe ich mir damals gedacht. Im Verlauf dieses Videos werde ich mich nicht eben mit Ruhm bekleckern. Ich werde den Zeitaufwand komplett unterschätzen, Fehler machen, aber ich werde am Ende eine Ahnung haben, wie Einkochen funktioniert. Ich war zu faul, die rote Beete auszudünnen, weswegen es solche Ergebnisse gibt, aber auch solche. Oh ja. Was ich hier ernte, ist übrigens Ringelbeete. Anders als die klassische rote Beete hat diese Rübe eine hellrote Schale. Was diese Sorte besonders macht, ist ihr Innenleben, aber dazu später mehr. Die Wurzel entferne ich auch noch schnell und dann ab in die Kiste. Laut Rezept soll ich die eigentlich nicht schälen, aber ich schneide trotzdem mal rein und zeige euch, wie das innen aussieht. So, dieses Ringmuster kann mal so sein, mal deutlicher ausgearbeitet. Die individuelle Pflanze entscheidet, welches Muster sie ausbildet. Beim Kochen verwäscht dieses Muster, glaube ich, ein bisschen, weswegen diese Rübe gerne roh eingesetzt wird. Die großen Rüben habe ich entgegen des Rezeptes trotzdem mal halbiert, einfach damit wir von der Garzeit zwischen den großen und kleinen Rüben nicht so weit auseinander liegen. So sieht übrigens der Querschnitt aus, wenn man sie mal anders halbiert. Wie eine Zwiebel, wie eine Illustration von einer Zwiebel. Sehr süß. Da gibt es die spannendsten Muster. Und die lasse ich jetzt so eine Dreiviertelstunde garen, bis sie mit dem Messer leicht einstechbar sind. In der Zeit können wir schon mal den Sud kochen. Pro Kilo rote Beete verlangt das Rezept ungefähr 200 Gramm Zwiebeln. Ich habe die Rüben leider nicht gewogen und bin noch ganz schlecht im Schätzen von Gewicht, aber ich würde mal sagen, vielleicht 4 Kilo rote Beete kochen wir hier gerade ein, sprich wir brauchen ungefähr 800 Gramm Zwiebeln. Die lassen wir erstmal stehen und fügen sie später dem Sud hinzu. Das ganze Haus riecht schon so intensiv, erdig, rote beetig, wahnsinnig toll. Es ist aber auch unfassbar heiß. Für den Sud selber möchte das Rezept etwas über 200 Milliliter pro Kilo in Balsamico-Essig. So, hinzu kommen je Kilo rote Beete 500 Milliliter Wasser, in unserem Fall also 2 Liter. 1, 2, wow, passt gerade so in den Topf. 5 Esslöffel Zucker. 2,5 Esslöffel Salz, 5 Esslöffel Senfsaat, ein paar Lorbeerblätter und noch ein paar Pfefferkörner. Und dann bringen wir das Ganze zum Kochen. Aber erst einmal schauen wir, was die rote Beete macht. Und ich brauche auch eine der Herdplatten. Moment der Wahrheit. Oh, sehr leicht. Das ist denke ich, genau der Kochgrad, den wir haben wollten. Dann hier. Oh ja.
Das geht nicht nur wie durch Butter, sondern um eine viel leichtere Substanz. Sprich, die rote Beete ist ready. Wir gießen das Wasser einmal ab. Die frei gewordene Herdplatte nutze ich nun, um den Sud aufzukochen. Und da begann die Verwirrung. Ja! Aber wie will denn das Ding einen Druck aufbauen mit bloß so einer Plastikkappe und keinen Ventilen und keiner Druckanzeige? Ich bin die erste Generation in meinem Familienstammbaum, die über Botulismus, die tödliche Lebensmittelvergiftung, aufgeklärt ist. Im Internet spricht übrigens jeder darüber, dass in Deutschland noch niemand über das Thema spricht. Nur so eine Beobachtung. Diese seltene, aber sehr gefährliche Form der Lebensmittelvergiftung jedenfalls wird von Bakterien ausgelöst, die beim Abkochen auf 100 Grad Celsius zwar sterben, jedoch Sporen hinterlassen, aus denen neue Bakterien entstehen können. Um auch diese Sporen unschädlich zu machen, müsste man den Glasinhalt auf mindestens 120 Grad erhitzen, was in einem normalen Kochtopf logischerweise nicht möglich ist. Man braucht Druck. Ich habe auf YouTube sehr viele Videos gesehen, die mit dem Thema Botulismus zu tun hatten und auch viele Praxisvideos, in denen ein Einkochautomat vorkam. Deswegen habe ich, ohne weiter drüber nachzudenken, einen Einkochautomaten bestellt. Aber irgendwas passte nicht. Für 100 Grad Celsius ist mit breiter Markierung im Bereich Kochen dargestellt. Und dieser Kochtopf baut keinen Druck auf. Der Sud brodelte, die Ringelbeete war fertig gekocht und erst da wurde mir klar, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich verstehe auch, wie das passiert ist. Die Botulismusaufklärung war immer sehr theoretisch. Das Wort Druckkochtopf oder Pressure Canner ist immer wieder gefallen, aber es gab eigentlich keine Bilder und keine Anwendungsbeispiele. Währenddessen die ganzen Praxisbeispiele, wo ich lernen konnte, wie Einkochen funktioniert, fanden alle mit diesem Einkochautomaten statt. Dass sich diese zwei Inhalte gegenseitig ausschließen, das habe ich halt nicht gecheckt. Es waren sehr viele Informationen, weswegen ich eben jetzt auch einfach mal darüber sprechen möchte. Und so habe ich mir diesen Einkochautomaten bestellt, weil ich mir gedacht habe, der muss ja dann auf 120 Grad hochgehen, wenn ihn jeder verwendet. Und ich habe mir sogar den von Weg bestellt, der deutschen Qualitätsmarke, weil dieser in fast jedem Video zu sehen war. Das musste doch einfach gut sein. Und so stand ich da. Aber dann ein Lichtblick. Also Folgendes, ich habe nochmal nachgelesen und die Bundesregierung sagt, anstelle von einmal bei 120 Grad einkochen, kann man auch zweimal bei 100 Grad einkochen. Der wissenschaftliche Hintergrund ist, dass bei einem einmaligen 100 Grad Einkochen noch Sporen von den Bakterien überleben können, aus denen sich dann neue Bakterien bilden. Wenn man aber in einem Abstand dann von 24 oder 48 Stunden das Eingekochte noch einmal einkocht, tötet man die neu entstandenen Bakterien. Ja? Weswegen wir uns jetzt entscheiden, mit diesem Kocher zweimal in einem Abstand von 24 Stunden einzukochen und damit das Risiko zu minimieren. Das Problem mit den Druckeinkochautomaten, um das Thema mal abzuschließen, ist, dass es sie nicht gibt. In den USA ist es ein großer Markt, aber nach Deutschland schaffen es die Geräte nicht, weil die Amerikaner Druck in PSI messen statt bar. So habe ich im deutschen Amazon nur 2 große teure Druckkochtöpfe ohne zusätzliche Funktionen gefunden. Die amerikanische Amazon-Seite hingegen ist prall gefüllt mit voll ausgereiften Gerätschaften, die eine Zeitschaltuhr, Temperaturwahl und Kochmodi haben. Der deutsche Druckkochtopf hat das nicht und ich bin nicht bereit, dafür mehr Geld auszugeben als für den Weg-Einkochautomaten, der zwar nicht auf 120 Grad hochgehen kann, aber wenigstens eine Zeitschaltuhr und eine Temperaturauswahl besitzt. Sobald auf dem deutschen Markt aber Geräte auftauchen, die mit den amerikanischen Modellen mithalten können, will ich der erste Kunde sein. Ich zweifle nicht an der Sicherheit des zweimaligen Einkochens bei 100 Grad. Aber es ist ein Prozess, der enorm viel Strom verbraucht und da würde ich natürlich gerne optimieren. Also weiter im Text. Die Ringelbeete musste jetzt geschält und klein geschnitten werden. Wie erwartet hatte sich das Farbmuster zu sanften Verläufen gewandelt. Eine wirklich spannende Farbgestaltung, ha?
Dem Sud fügte ich nun die Zwiebeln hinzu. Und das muss dann 5 Minuten kochen. Da meine Einmachgläser nicht frisch aus der Spülmaschine kamen, habe ich sie noch einmal abgekocht. So, die Gläser sind bereit, der Sud ist gekocht, die rote Beete ist gekocht, geschält und klein geschnitten. Tja, und jetzt muss man diese 3 Dinge bloß kombinieren. Ich kann es nicht glauben, dass wir es doch noch an diesem Punkt geschafft haben. Alles sehr lange gedauert. Vieles davon hat keinen Spaß gemacht, aber ich bin jetzt einfach nur heilfroh, dass wir... das Glas ist noch heiß. Dass wir jetzt endlich den finalen Schritt machen können. Ich tue jetzt rote Beete rein. So, dann kommt das in die nächste Abteilung. Und jetzt kommt der Part, der mich an dieser ganzen Einkochgeschichte am meisten verwirrt. Ich schraube also die Gläser zu und tue sie in einen Kochtopf und nichts explodiert. Also das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jawohl. 60 Minuten bei 100 Grad. Es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, inzwischen ist es dunkel und gerade hat die Maschine Klick gemacht und die rote Lampe ist erloschen. Das heißt, noch ordentlich warm. Oh ja. Und so sieht das jetzt aus. Also ich habe jetzt hier nochmal ein nicht eingekochtes Glas daneben gestellt und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht, aber mit dem bloßen Auge auf jeden Fall. Das linke Glas ist eingedrückt, der Deckel. Also es scheint ein Vakuum entstanden zu sein und es scheint funktioniert zu haben. Yeah! Tipptopp! Wie gesagt, müssen wir das Ganze übermorgen noch einmal einkochen. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich, rote Beete zu sehen, die nicht rot ist. Aber das ist halt die Sorte. So, das war auf jeden Fall ein sehr chaotischer erster Versuch und ganz schön verwirrend und ganz schön kräftezehrend. Dementsprechend bin ich Feuer und Flamme, unsere gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen, wenn es morgen den Tomaten an den Kragen geht. Es ist einfach alles rot. Und das wird jetzt ein sehr anstrengender Part, die Dinger zusammenzusammeln. Aber ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie viele Tomaten wir hier rausbekommen. Nur die paar Büsche und schon diese Ausbeute. Wow, das nenne ich mal eine Ausbeute. Und das
das Verrückte ist, an den Sträuchern hängt immer noch so viel. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Mühen belohnt werden. Und hieraus können wir eine Menge leckerer Dinge machen. Und die Erfahrungen des gestrigen Tages bereichert, bin ich gespannt, wie es heute in der Küche läuft. Ich habe heute früh auch noch beim Marktkauf diesen Einfülltrichter gekauft, damit die Gläserränder sauber bleiben und ich nachts ruhig schlafen kann. 7 € wollten die von mir davon haben. Aus Erfahrung weiß ich, in der Herstellung kostet so etwas maximal 20 Cent. Das ist der Grund, warum ich Non-Food-Artikel prinzipiell nicht mehr in physischen Läden kaufe. Egal, wir haben einen Trichter, los geht's! Für heute habe ich mir auch einen Schlachtplan geschrieben, was ich aus den Tomaten alles basteln möchte. Aber im ersten Schritt müssen sie erstmal alle geschält werden. So. So. Um den Wasserverbrauch ein wenig einzuschränken, habe ich in der zweiten Runde ein Wasserbad aufgesetzt. Es fällt mir schwer zu beschreiben, was für eine Qual es war, so viele Tomaten zu schälen. Es wollte einfach nicht enden. Am Ende beschloss ich, die Cherrytomaten einfach mit Schale zu halbieren, statt auch diese noch anzuschneiden, zu erhitzen, abzuschrecken und einzeln zu schälen. Du musst ja immer bedenken, dass ich jede einzelne Tomate, ob groß oder klein, im Zuge dieses Prozesses mehrfach in der Hand halten würde. 5 Steigen, jede einzelne Tomate. Also ein Faktor, den man unbedingt bedenken muss, wenn man Sachen einkocht, ist die Zeit. Fürs Ernten habe ich 1,5 Stunden benötigt, um jetzt die Tomaten entweder zu halbieren oder zu schälen und in Stücke zu schneiden, habe ich insgesamt 7,5 Stunden benötigt. Von meinem Schlachtplan hier sind wir nach 9 Stunden immer noch da. Also das wird wieder in die Nacht reingehen. Beim Ketchup beginnen wir mit etwas Öl, indem wir unsere hauseigenen Zwiebeln anbraten. Hinzu kommen dann 2 Kilogramm Tomaten, Salz, weißer Pfeffer, Ingwerpulver, Pimentpulver und Senfkörner, eigentlich gemahlen, aber ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, sie zu mahlen. Weinessig, Zucker. Und dann wird der Ketchup für 1,5 Stunden reduziert. Bei der Tomatensauce ist das Prozedere am Anfang ganz ähnlich. Wir braten erstmal Zwiebeln und Knoblauch an, dann kommen 6 Kilo Tomaten hinzu, etwas Essig, etwas Zucker und dann wird das Ganze einfach fleißig reduziert. Haben sich Planänderungen ergeben. Und zwar wollte ich stückige Tomaten machen, dafür habe ich die Tomaten aber zu lange beim Pellen im heißen Wasser gelassen. Das werden also stattdessen passierte Tomaten. Tomatenmark, der Plan ist gestrichen. Ich hatte einfach nicht die Geduld, auch noch die Samen abzupulen. Was wir als erstes machen ist, wir sortieren einmal ein paar Tomaten aus, die wir für morgen aufbewahren, wenn wir Baked Beans machen. 800 Gramm frische Tomaten. So, und ein bisschen mehr als 1 Kilo von den gekochten Tomaten. Stellen wir auch beiseite. Übrig blieben noch 2,5 bis 3 Kilo Tomatenreste. Diese wollte ich zu passierten Tomaten verarbeiten oder was auch immer. Ich habe mir dabei keine Mühe gegeben. Lass uns nicht weiter über Topf 3 sprechen. Spannender ist Topf 4, den ich aufgestellt hatte, weil die restlichen Tomaten einfach nicht in den Soßentopf hineingehen wollten. Also habe ich die Tomatensoßenproduktion auf 2 Töpfe aufgeteilt.
Nach 1,5 Stunden war der Ketchup fertig und konnte durch ein Sieb gepresst werden. Schmeckt wirklich original wie Ketchup. Ein Topf runter vom Herd, jetzt waren es nur noch 3. Gleich haben wir es geschafft, dann ist alles eingekocht und dann ab in den Einkochautomaten und ich ab ins Bett. Es ist soweit. Wir können endlich einen Schlussstrich ziehen. Als erstes kombiniere ich die beiden Soßenteile wieder zu einem Ganzen. So. Dann kann das final gewürzt werden. Dort hinten hingegen setze ich auf die Herdplatte wieder einen Topf auf, in dem ich schonend den Ketchup aufwärme. So. Oh ja. Oh ja, wunderbar. So fruchtig, so intensiv. Hervorragend. Hey, das ist eine exzellente Soße. Ich bin richtig happy damit. Es ist auch genau die richtige Intensität. Also da habe ich es wirklich auf den Punkt gebracht mit dieser Soße. Richtig coole Geschichte. Unsere frisch ausgespülten Gläser stehen bereit. Zack, hier ist das Glas und unter Einsatz unseres 6,99 Trichters. Was? 6,99? Ja. Oh. Jetzt haben wir 5 Gläser wundervoller Tomatensauce, ein Glas whatever und ein Glas Ketchup. Ketchup haben viele Leute im Internet gesagt, schmeckt lecker, wenn man es selber macht, aber die Mühe lohnt sich nicht und ich würde dem auch fast zustimmen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall eine tolle Trophäe für das erste Einkochen. Und da war sie, die letzte Charge im Einkochautomaten. Also ich muss schon ehrlich sagen, ein bisschen ernüchternd ist die Erfahrung. Ein Dreivierteljahr habe ich mich um die Tomatenpflanzen gekümmert, nur um anschließend Tomatensauce für 5-mal Essen rauszubekommen. Aber es bricht meine Liebe zu den Tomaten nicht. Es steigert vielmehr einfach die Wertschätzung für das, was wir doch haben. Mal abgesehen davon, dass wir die Tomaten auch ohne Kamera die ganze Zeit links und rechts vernaschen. Ah ja, sehr schön. Die Tomatensauce kochen wir morgen noch einmal ein. Jetzt kommen aber erstmal die rote Beete-Gläser von vorgestern in den Topf. Ich frage mich ja, ob man das Wasser im Einkochautomaten noch wiederverwenden könnte. Falls es jemand weiß, lasst es mich bitte wissen. Jetzt wird die Ringelbeete final abgekocht und wir kümmern uns um die Baked Beans. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich darauf freue, noch einen dritten Tag mit Einkochen zu verbringen. Oh Mann, das ist schon wieder so viel. Das Rezept setzt passierte Tomaten voraus. Die haben wir gestern aber nicht erzeugt, sondern nur frische Tomaten übergelassen fürs heutige Kochen. Deswegen mache ich es einfach wie gestern. Ich hau das jetzt alles in den Topf und wir kochen das dann 1,5 Stunden ein. Ein Böhnchen. Geil. Das ist gar nicht mal so wenig. Die Bohnen kommen jetzt in unsere schon stark reduzierte Tomatenflüssigkeit.
Ich weiß nicht, wie sich der Rezeptschreiber das mit den Rosmarinzweigen vorgestellt hat, denn die haben sich ja komplett aufgelöst. 2 Esslöffel Ahornsirup hinein. Lecker, sehr fruchtig. Aber was man hier, glaube ich, noch ausrichten könnte, wäre ein Hauch Essig und vielleicht ein Hauch Zucker. Also noch ein bisschen mehr Ahornsirup, einen Schuss Essig. Ja, genau so. Damit stimmt die Würze. Jetzt tun wir das Ganze in ein ofengeeignetes Gefäß mit Deckel und backen das Ganze bei 180 Grad für 30 Minuten. Was für ein vorzüglicher Duft im ganzen Haus. Man möchte gar nicht aufhören mit dem Backen. Aber die halbe Stunde ist rum. Also es fühlt sich direkt schon irgendwie emotional an, nach 3 Tagen unablässiger Einkocharbeit das letzte Gericht auf die letzte Reise im Einkochautomaten zu schicken. Natürlich spielt der Einkochautomat auch in den nächsten Tagen noch eine Rolle, wenn ich die Gerichte alle noch einmal einkoche zur Sicherheit. Aber ja, das waren meine ersten Erfahrungen mit dem Thema Einkochen. Wie ihr seht, ganz schön chaotisch, sehr viel Arbeit, ein unfassbarer Zeitaufwand, das habe ich komplett unterschätzt. Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall über Ideen zur Verbesserung, vor allem auch, wie man vielleicht Zeit einsparen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir hoffentlich nicht einkochen.